Hallo ihr Lieben zusammen, willkommen zur Vollmondenergie, zum Vollmond-Reading. Ich mache erst fürs Kollektiv, am Anschluss könnt ihr noch eine kleine Botschaft auswählen für euch. Wir gucken mal, um was es geht. Wir haben die Ahnenthemen hier gleich als erstes. Ja, und dass ihr euch da ein bisschen rausnehmen könnt. Also wenn ihr Schwierigkeiten hier habt in Familienthemen oder auch schon über die Generationen hinweg etwas immer in so eine Richtung läuft, wo es anstrengend ist, wo viel, ja, ich sage mal Familienthema am Werk ist, könnt ihr euch hier auf eine Zeit vorbereiten, bei der ihr ausruhen könnt, nicht so belastet seid. Und wir haben hier mit dem Aufblühen natürlich auch eine Phase, die, ja, wo wir uns einfach gut fühlen, wo wir uns wieder aufrichten, wo wir vielleicht auch Ahnenthemen gelöst haben. Ja, und hier kommt gleich der Bär. Haben wir hier die Vaterthemen, wir haben die eigene Größe, wir haben das Vertrauen ins Leben. Wir haben Vertrauensthemen an sich, natürlich auch Menschen aus der Vergangenheit. Wunderbar und gleich auch so deckend. Und wir haben hier Wege, Chancen, Möglichkeiten, unsere eigene Größe zu leben. Vielleicht auch Personen, die wir verabschieden können, die wir auf einen anderen Weg bringen können. Oder uns selber auf einen anderen Weg, ohne diese Prägung von den Personen. Möglicherweise habt ihr hier einen starken Impulsgeber, der euch hier neue Chancen mit auf den Weg gibt. Kann ja auch im beruflichen Bereich sein, gar eine Möglichkeit aufzusteigen, einen anderen Posten einzunehmen oder tatsächlich für sich eine neue Wahl zu treffen, so unabhängig wie möglich zu sein. Hier sind auch so Themen, wo du vielleicht Trennungen aus der Vergangenheit, ja, ich sag mal, für die du nichts konntest oder wo das Außen eine große Rolle gespielt hat oder die Umstände nicht kontrollierbar waren, findest du Auswege aus dem Labyrinth, oder wir, besser gesagt. Und die Beschäftigung auf der bewussten Ebene geht hier sehr stark darum, wie nimmt man mich wahr, wie ist meine Außenwirkung, wie nehme ich die Welt wahr, wie gehe ich mit Dingen um, die ich nicht kontrollieren kann. Und wo gibt es Situationen, wo ich aus der Vergangenheit ein trennendes Element mit drin habe. Und das ist eigentlich eine super Sache, denn hier hast du vielleicht, ich nenne es jetzt mal, aus der Ahnenreihe schon dieses Ding der Vaterproblematik. Die einen, denen fehlt die Nähe oder die Väter sind da, aber nicht verfügbar emotional. Manche ziehen dann die gleichen Männer wieder an, ne, und merken, dass auch da das Thema wieder gleich ist. Und hier liegt echt eine große Chance. Oder auch, wenn du Mann bist, ziehst du eben Partnerinnen an, die dem ähnlichen Konstrukt entsprechen. Und hier liegt eine große Chance, etwas auf einen anderen Weg zu bringen. Ein Konstrukt aus deiner Vergangenheit, wo gewisse Wiederholungen stattgefunden haben, die mit dem, am Ende bin ich doch mit allem alleine zu tun haben oder mit Trennung an sich. Das Gefühl haben, mit allem alleine weiterzugehen oder alles alleine auszutragen, keine Unterstützung zu kriegen. Wir haben hier Nachrichten, Gespräche, die können schon in der Vergangenheit stattgefunden haben, die uns jetzt hier in der Vollmondphase bewusst werden und wir daraus eine Option treffen können, unseren ureigenen Weg, ja, in einer anderen Leichtigkeit weiterzugehen oder nicht mit diesem
mit diesem Muster, nennen wir es mal, mit den Wegen der Familien oder die schicksalshafte Wege, schicksalshafte Entscheidungen, schicksalshafte Themen, Nähe und Distanz. Wenn die Ahnen und das Schicksal fällt, dann, man geht ja in der Generationenreihe auch etliche Reihen zurück. Wenn er dann überlegt, was da alles erlebt wurde, in welcher Zeit da gelebt wurde, was in uns drin ist, das kann schon manchmal für Verblüffung sorgen, weil man sich manchmal halt fragt, wo kommt denn das her? Und hier zeigt sich eine Chance, dem Ganzen gut aus dem Bötchen zu steigen und eure eigene Richtung aufzunehmen. Nicht mehr gefangen sein in der Situation. Uiuiuiui, das sind mir zu viele. Aus der eigenen Sicht spürt man vielleicht schon lange, dass etwas in die verkehrte Richtung läuft oder so einen gewissen Automatismus angenommen hat, dass man sich zu sehr drum bemüht, was denken die anderen von mir oder was möchte ich denn kontrollieren, was ich nicht kontrollieren kann, wo halte ich mein Händchen drauf, obwohl ich weiß, ich habe es nicht in der Hand. Man überdenkt hier vielleicht auch Trennungen, die man selber bewusst vorgenommen hat und hinterfragt, ob die richtig oder falsch waren. Oder ob auch das Gefühl, dass ich bin mit allem immer alleine, richtig ist. Wir haben auf unser Umfeld eine stark charismatische Wirkung hier. Ja? Die kann man vielleicht nicht immer unbedingt erklären, aber auch das ist Teil unserer Ahnenthematik. Vielleicht hadern wir auch damit, wie wir sind, wie wir uns geben, wie unser Erscheinungsbild ist. Wo wir immer wieder auch an uns selbst zweifeln und wir merken jetzt eigentlich oder können verstehen, dass manches gar nicht von uns selber kommt. Das Ganze wird über die Kommunikation passieren, also Einsicht über die Kommunikation, wo man vielleicht auch so denkt, da habe ich mich jetzt aber wirklich sehr getäuscht in meiner Meinung über mich selbst. Ich habe so bestimmte Suchtthemen dabei. Das kann jetzt hier sein, zum Beispiel diese Sucht, gebraucht zu werden oder Abhängigkeiten in verschiedenen Bereichen. Die Befürchtung vielleicht auch, dass bestimmte Dinge nicht geklärt werden können oder einem sehr lange nachhängen. Oder dass man noch zu sehr im Nebel steht, um hier was auflösen zu können. Aber das ist ein Irrtum, ein Irrglaube, der sich über die Kommunikation sehr gut auflösen lässt. Das ist hier so richtig, ja, eine schicksalshafte Befreiung oder eine schicksalshafte Erleichterung. Und all die Bedenken zeigen sich eigentlich als falsch. Hier haben wir als Endprodukt den Schlüssel. Hier können wir eine Situation in die Sicherheit drehen, für uns neue Türen öffnen, einen Erfolg einfahren. Und wir haben so ein bisschen Geben und Nehmen, Nähe- und Distanzthemen für die Vollmondphase, die wir hier mehr beiseite lassen können. Also wir lenken unser Bötchen, wir kommen wieder in den Flow, den wir brauchen. Und wir stehen uns hier auch nicht mehr selber im Weg. Das ist genial. Die Konfrontation mit den Träumen und Sehnsüchten ist hier auch sehr hoch. Und auch dieses Ding, das zu wissen, dass wir selber Kapitän unseres Schiffes sind. Ne? Das kann man immer schön auf andere abwälzen, aber am Ende sitzt du selber am Ruder. Erinnerungen, Ahnen, Akasha-Chronik oder das Buch des Lebens, wie man es auch immer nennen möchte, spielen hier eine Rolle. Vielleicht neigt man auch zu, die Vergangenheit als nostalgischer zu
begutachten, wie sie tatsächlich ist. Und wir haben hier, das ist jetzt echt was ganz Spezielles und auch wieder sehr Spirituelles. Manche würden jetzt auch esoterisch sagen, wie auch immer man es beurteilen oder benennen möchte, spielt ja keine Rolle. Es geht um Vereinbarungen auch von alten Leben, auf jeden Fall hier, ne? Vereinbarungen von unseren Ahnen, Versprechen, Gelübde, sowas alles, ne? Absprachen, die man mit anderen getroffen hat, und hier schnell wirklich ein großes Auflösungspotenzial dabei. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Wir haben hier die Reinigung, also eine Phase, wo man geklärt und gestärkt und irgendwo auch sauber wieder rausgeht. Und noch spezieller sagt die Karte eigentlich, und das finde ich jetzt sehr passend, denn wir haben ja hier diese Vereinbarungen, dass das Energiefeld von allem befreit wird, was nicht mehr benötigt wird. Ne? Und das Erscheinen der Karte fordert auch nochmal auf, dahin zu gucken, was nicht länger dient, auch Abstand von allem zu nehmen, was freudlos oder düster ist oder uns als ein Kreuz erscheint. Alles zu reinigen, den Körper, das Umfeld, Ordnung schaffen, gucken, dass die Aura nicht überlastet ist und damit auch das Energieniveau nieder. Und auch sich wieder mehr zu verbinden mit der geistigen Welt oder mit oben oder mit was auch immer ihr euch verbunden fühlt. Und hier geht es auch, dass man viele Dinge hat, die man zum Beispiel gar nicht genutzt hat, obwohl man es vereinbart hat. Und dass man es deshalb auch nicht länger mitschleppen muss, weil es einfach nicht mehr dienlich ist. Dann gucken wir noch, welcher Engel hier mitgeht. Und dann würde ich sagen, dürft ihr euch noch eine Botschaft aussuchen. Ja, es wird mal Zeit, dass wir wieder heiter sind. Die Legung wird vom Engel der Heiterkeit begleitet und hier wird gesagt, Lachen ist die Kraft, die das Dunkle vertreibt und Sonne in dein Leben bringt. Wenn du positiv und mit fröhlichem Gemüt durchs Leben gehst, bist du ein glücklicher und ausgeglichener Mensch. Die Botschaft deines Engels: sei stets heiter und vergnügt und betrachte die Dinge von ihrer positiven Seite. Da mag auch so ein Glaubenssatz dahinter stecken, ne? Wenn schwierige Zeiten sind, dann darf man nicht lachen. Wenn jemand trauert, dann darf man nicht lachen. Also all das, was damit so verbunden ist, reinigt sich hier aus über die Vollmondphase und ich finde es ehrlich gesagt sehr genial. So, bevor ich jetzt das Video ausmache und dann nachher nochmal alles aneinander rein muss, räume ich jetzt schnell auf. Das geht ratzfatz, gell, Yolanda? Dein Lieblingswort. Und dann schauen wir, was hier für eine Botschaft noch für deine Vollmondphase für dich kommt. Na. Dann würde ich sagen, wir nehmen heute mal noch die Einhörner. Da sind viele Familien
Karten dabei, weil wir ja die Ahnen hatten vorher. So, ihr dürft wählen. Ich lege es mal schöner hin. Ich weiß nicht, wollt ihr was dazu gestellt haben? Dann mache ich das jetzt noch. Ja, was wähle ich denn? Ich wähle den silbernen Buddha. Und wir schauen, was wir hier kriegen. Ja, es geht um die Emotionen. Hier haben wir die Brunnenkresse. Und die sagt, in dir ist das ganze Meer. Das Wasser segnet uns jeden Tag. Es geht um das Freifließen lassen von Emotionen und um das Baden im großen Fluss des Lebens. Schön. Und wir haben hier, nimm die Menschen in deiner Umgebung an. Hier kündigt sich ein großer spiritueller Wachstum an, ein Wachstumsprozess. Und hier ist es ganz wichtig, dass man mit den Menschen, die einen umgeben, die einen lieben, dass man mit denen auch resoniert, dass man die gleichen Glaubenssätze hat, dass man bereit ist, Hilfe von anderen zu akzeptieren und dass man das Gefühl hat, dass das Herz frei sein möchte und sich nicht immer nur traditionellen Lösungen hingezogen fühlt. Also sprich, dass man auch die Freiheit besitzt, mit dem Umfeld neue Wege zu gehen, neue Situationen auszuprobieren, dass die anderen auch die Emotionen verstehen und man sich selber auch der ganzen emotionalen Verbindung bewusst wird. Es gibt etwas Besseres, heißt hier natürlich auch, hier haben wir die traditionellen Lösungen, dass man sich wirklich auch mal öffnet für irgendwelche Dinge, die einem noch mehr dienen, als das, was man schon hatte, oder als da, wo man immer die gleichen Dinge auch gleich macht. Da kann wenig dazu fließen. Und hier geht es darum, Stress loszulassen. Und jetzt wird es interessant, hier speziell auch von anderen Menschen auf uns zukommt oder den andere in unser Leben bringen. Manchmal übertragen sich ja auch Emotionen, das weiß jeder. Ne? Du bist gut gelaunt, irgendjemand sagt irgendwas Blödes oder betritt nur den Raum und dann ist es schon so bäm. Das kann man aber lernen, sich davon zu distanzieren. Und das mag ja auch das Bessere sein, anstatt immer der anderen ihren Schmerz mitzunehmen. Zu gucken, dass jeder seins selber trägt. Okay, das gilt für mich natürlich auch. Jetzt gucken wir uns den roten Buddha noch an. Ja, ihr dürft euch fallen lassen mit dem Heidekraut. Es geht um die bedingungslose Liebe, auch von Mutter Erde, vom Universum. Und dass man auch darauf baut und dass man weiß, was gut für einen ist und was sich richtig anfühlt. Und ja, hier kommt auch was, wo du mehr das Gefühl hast, ich kann mich fallen lassen. Denk daran, wir hatten die Hängematte am Anfang. So, wir haben hier die Zeit, in der man auch mal eine hilfreiche Hand brauchen kann. Die Engel wollen uns wissen lassen, dass man Probleme nicht alleine durchziehen muss, dass man auch Hilfe annehmen kann und dass die Herausforderungen, die im Moment vielleicht so ein bisschen wirken, mit denen man konfrontiert ist, vorübergehender Natur sind und dass möglicherweise der Zeitpunkt für irgendwelche Dinge nicht so ganz günstig ist, sondern dass man noch ein bisschen Geduld braucht, um dann ein besseres Ergebnis zu haben. Oder vielleicht auch nicht diesen Druck, den man hat, wenn man ja so vorantreibend ist. Ne? Im Vertrauen bleiben habt ihr hier. Vertrauen üben, hier auch natürlich mit anderen Menschen. Und ihr habt hier noch eine freudige Überraschung. Wie genial. Sehr bald wird sich etwas sehr Gutes in deinem Leben zeigen.
Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Vollmondphase. Ich drücke euch. Bis bald.